So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Smartest Home. Bei uns geht es heute um das Thema Baukosten. Ganz großes Thema, von euch immer wieder nachgefragt, auch im Gespräch mit euch zusammen. Haben wir festgestellt, da ist immer so eine Unbekannte. Eigentlich ist es eine ganz große Unbekannte. Weil man kann am Anfang ja sich die Frage stellen, was kostet der Quadratmeter Wohnhaus in der Errichtung? Wie hoch sind die Baukosten? Ne? Und dann kann man sich gleichzeitig die Frage stellen, wie senke ich die Baukosten? Wo kann ich ansetzen, dass ich möglichst viel Raum pro Baukosten auch herausbekomme und dass ich natürlich auch an den Stellen sparen kann, ohne dass die Bauqualität drunter leidet. Weil die Bauqualität ist ja das, was letztendlich dann auch wieder für Wertsteigerung und Langfristigkeit sorgt. Und das ist das Thema, worum es uns heute geht. Und da muss man gleich sagen, es geht mir um die echten Baukosten. Die Baukosten pro Quadratmeter. Und da können wir euch schon gleich mal die Range einblenden. Das ist aktuell, die sind die Zahlen für Deutschland. Die Baukosten pro Quadratmeter liegen bei 1.500 Euro und 2.500 Euro pro Quadratmeter. Und da sind wir auch schon in dem Bereich von Smart Home sind wir natürlich mit drin. Ne? Und da stellt sich zu Anfang an die Frage, wie groß soll das Gebäude werden? Wie viele Stockwerke soll es haben? Ne? Das ist alles Konzeption und Planung. Das macht ihr mit dem Architekten oder mit dem Bauträger. Da kann ich mir auch die Frage stellen, leiste ich mir einen Keller oder leiste ich mir keinen Keller? Also wenn ihr mich fragt, ich würde immer einen Keller mitbauen. Ne? Also ganz, ganz klar. Und dann kommen wir auf den Punkt, und das möchten wir euch auch jetzt hier mit aufzeigen, während wir euch mal so ein bisschen aufzeigen, wo sind eigentlich die Kosten. Die wichtigste Frage ist, wie kann ich Kosten sparen und trotzdem hochwertig bauen? Ne? Und das haben wir ja bei vielen von euch gesehen, die wir euch begleitet haben. Und ich glaube, wir sind da ziemlich fit in dem Bereich Kosten, weil wir sehen ja, zu welchen Kosten ihr baut. Und da blende ich euch schon mal die Zahlen ein, dass also die Konzeption und Planung am Anfang steht. Das sind wir bei 150 Euro pro den Quadratmeter. Dann haben wir den Rohbau, ist ein Riesenposten, ne? Und zum Rohbau gehört natürlich eine ganze Menge dazu. Da habe ich natürlich den Keller, die Wände, die Treppen, das Dach, den Technikschacht, ne? Ganz wichtig, gibt es auch einen Beitrag von uns dazu. Da komme ich auf die 750 Euro pro Quadratmeter. Und ich muss natürlich sagen, je nach Lage und Region muss ich den Keller natürlich auch noch wasserdicht machen. Ne? Es darf kein Wasser von außen reinkommen. Da kann es sein, dass ich regional unterschiedlich auf bis zu 900 Euro den Quadratmeter beim Keller komme. Rohbau. Ne? Ganz, ganz wesentlich. Rohbau. Nach dem Rohbau kommt der Ausbau. Da haben wir ungefähr so 600 Euro den Quadratmeter. Ne? Und was ist beim Ausbau alles dabei? Da sind die Böden dabei. Dann haben wir den Trockenbau. Da haben wir den Putz, den Maler. Ne? Ganz wesentlich. Fenstertüren. Ist alles mit dabei in diesen 600 Euro pro Quadratmeter. Großer Posten noch, folgt nach dem Ausbau ist die Technik. Ne? Dazu gehört Sanitär, Elektro, Heizung, Smart Home, Lüftung. Sind hier bei uns 450 Euro pro Quadratmeter. Auch ein großer Posten. Ne? Ihr könnt ja dann mal ausrechnen, auf welchen Preis wir kommen. Und dann muss man natürlich auch noch den Posten nehmen für die Einrichtung, ne? So die Erstausstattung. Und das sind wir auch so bei der Küche und bei den Bädern. Und da habe ich jetzt mal die Zahl recht niedrig angesetzt. Die ist dann so bei 290 Euro pro Quadratmeter. Ne? Die kann man natürlich nach oben hin, kann man da deutlich mehr ansetzen. Und wenn wir dann mal so ein 200 Quadratmeter Haus nehmen, ne, da seht ihr, dass wir dann einfach bei den Baukosten schon über 400.000 Euro gekommen sind. Ne? Aber das muss man dazu sagen. Das ist natürlich dann schon gehobener Komfort. Und wir haben eine vernetzte Smart Home Ausstattung. Das, also das Thema KNX. Wer sich mit dem Thema beschäftigen will, ist dann mit dabei. Wenn ihr jetzt so die Zahlen seht, wie sie einfach so sind, da muss man einfach sagen, es ist völlig gleich, ob ihr jetzt in Bad Salzuflen, in Freiburg, in Dresden, in München oder in Stuttgart baut. Es ist völlig gleich. Ihr werdet immer ungefähr auf dem gleichen Level bei den Baukosten sein. Das sind ja auch die Arbeitsleistungen, ist ja alles mit dabei. Und das sage ich auch immer, das ist so wichtig, dieser Anhaltswert. Wenn wir jetzt mal von diesen ca. 2.000 Euro den Quadratmeter ausgehen,
Und jetzt sagt jemand, ich möchte jetzt 150 Quadratmeter Haus bauen, ne, da ist er bei 300.000. Oder er will dann sagen, ich möchte 350 Quadratmeter Haus oder 300 Quadratmeter Haus, rechnet sich jetzt leichter. Da ist er halt dann bei 600.000 Euro. Wie gesagt, das sind die reinen Baukosten pro Quadratmeter. Ne? Also da kommt natürlich immer noch das Grundstück dazu und das ist ja die große Variable. Ne? Im Norden ist es dann eher günstig und umso weiter wir in den Süden kommen, ist es teuer. Ganz speziell in Bayern ist es natürlich super teuer. Ne? Speziell in der Seenregion, Starnberger See, Tegernsee, ne? Da unten, München, noch umso mehr, umso teurer. Und da kann es natürlich schon sein, dass wir pro Quadratmeter auf 3.000 Euro Bauland kommen. Ne? Und das müsst ihr obendrauf noch rechnen. Ne? Also wenn wir jetzt ein Gebäude haben, was 400.000 Euro kostet, wie wir es vorher in dem Beispiel hatten, da müsst ihr natürlich den Grund noch dazu rechnen, weil den müsst ihr auch kaufen. Ne? Also beim Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte, wie auch immer, kommt dann pro Quadratmeter noch der Grundpreis hinzu. Und somit überschreiten wir je nach Lage ganz schnell die 1 Million Euro. Ja, also das ist der Stand heute, weil einige von euch dann auch immer gefragt haben, was kostet was, wie viel, ist natürlich dann nur der Grundpreis, der unterschiedlich ist. So, jetzt noch für mich ganz wichtig, dass wir mal anschauen, wie können wir jetzt Kosten sparen. Ne? Also das ist jetzt auch aus unserer Erfahrung, wo kann ich da ansetzen, ohne dass ich an der Qualität spare. Also am einfachsten könnt ihr sparen, würde ich nicht empfehlen, könnt ihr sparen, wenn ihr jetzt sagt von vornherein, ich will den Keller weglassen. Ne? Ist absolut nicht empfehlenswert, weil durch den Keller kriegt ihr natürlich viel mehr Nutzfläche, habt ihr ein viel werthaltigeres Gebäude, Haus, ne? Das habt ihr auf jeden Fall. Und gemessen an den Zusatzkosten, ich sag mal so, diese 15% ungefähr, so was der Keller mehr kostete in den Gesamtkosten, das rechnet sich einfach nicht. Ne? Und man muss ja dann als Ersatz für den Keller, ne, zum Beispiel den Technikraum, den Hauswirtschaftsraum, das müsst ihr dann woanders unterbringen, da müsst ihr irgendwie in die Breite bauen. Also das kann man sich vielleicht in den Regionen, wo die Grundpreise, die Grundstückspreise vergleichsweise niedrig sind, ich sage mal so, da kann man es sich in Anführungszeichen leisten. Ne? Aber ansonsten würde ich es gar nicht machen. Aber ich möchte vielleicht mal überhaupt zu dem Thema Kosten kommen, wo ihr Kosten sparen könnt. Ne? Ohne an der Qualität zu sparen. Da geht es am Anfang um die Konzeption und Planung. Das ist mit dem Architekten, wie auch immer, mit wem ihr zusammenarbeitet. Und dort könnt ihr dafür sorgen, dass ihr die Wohnfläche so optimal wie nur möglich nutzen könnt. Ne? Und da kann ich nur sagen, je einfacher und kompakter, aus meiner Erfahrung, die Hausform ist, ne, umso günstiger ist letztendlich auch die Errichtung pro Quadratmeter Rohbau. Ne? Da kann ich nur als Beispiel jetzt sagen, eine Gebäudehülle, jetzt ohne Vorsprünge, ohne irgendwelche Erker oder irgendwelche Dachgauben, die ist natürlich viel, viel günstiger zu bauen und bietet die gleiche Wohnfläche, wie als wenn ich das jetzt mit integriere. Und da ist auch wieder das Thema, dass ich so die Außenwandflächen möglichst gering halte, ne? Bei gleicher Wohnfläche. Und auch innerhalb der Räume, dass ihr guckt, dass ihr die Wände einspart. Ne? Das ist alles jetzt, wo ich wirklich von Anfang an, wenn ich das plane, gescheit plane, vordenke, da kann ich jetzt Kosten sparen. Und auch bei der Raumhöhe gibt es jetzt Limitierungen. Also wenn jetzt ihr zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt 3,20 Meter Raumhöhe haben, ne? oder 3 Meter Raumhöhe, das ist natürlich auch deutlich teurer, als wenn man jetzt nur auf 2,50 Meter oder 2,40 Meter geht. Ist auch immer die Frage, was ist mir wichtig, ne? beim Raumgefühl. Und das ist das ganze Thema Konzeption und Planung, auch das Thema Richtung Smart Home. Wobei ich es heute gar nicht so weit ausführen will in das Thema Smart Home, sondern wir sprechen ja von der Gebäudehülle. Ne? Was kostet was? Also, Reduktion von Außenwänden sorgt für Kosteneinsparung, genauso wie die Reduktion von Innenwänden. Ne? Also das ist das Thema Raumaufteilung, Architektur. Wenn ich weniger Innentüren habe und vielleicht statt 3 Bäder 2 Bäder habe, ist es auch wieder günstiger. Das heißt also, offene Grundrisse
gerade so diese Wohn-Ess-Bereiche, wie man das aktuell so sehr häufig sieht, sorgt dafür, dass ich Kosten spare. Was ihr euch auch fragen müsst ist, Thema Keller haben geklärt, wie viele Stockwerke hat das ganze Haus? Ne? Also umso mehr Stockwerke ich habe, auch wieder eine Frage, was kostet, was habe ich für Grundstückskosten pro Quadratmeter. Wenn ich jetzt weniger Stockwerke habe, ne, also da wo wahrscheinlich das Grundstück günstiger ist und ich mir an die Breite bauen kann, spare ich natürlich auch wieder ein, weil ich muss ja eine Treppe installieren. Ne? Also ich muss ja die Treppe im Haus integrieren. Treppen sind grundsätzlich erstmal teuer. Wo man wirklich sehr viel Geld einsparen kann, ist, wenn man jetzt zum Beispiel ein Gebäude hat, was mehrstöckig ist und über eine Außentreppe vielleicht im Obergeschoss eine Einliegerwohnung hat, die gar nicht innen erreichbar ist. Ne, das ist ja auch eine Möglichkeit. Da spart ihr richtig viel Geld, ne, wenn man über die Außentreppe das Ganze erreichbar macht. Ne. Wenn man sowieso plant, das wird jetzt immer für die Vermietung, das sehe ich immer für die Vermietung vor, dann passt das natürlich. Ein wesentlicher Punkt betrifft noch die Sanitäranlagen und die Küche. Da kann ich sehr gut Kosten sparen, kenne ich alles aus eigener Erfahrung, wenn ihr die Rohre, wenn ihr die erstmal so anordnet, dass die übereinander sind. Dann spart ihr in der Rohrleitungslänge, dann hat man auch mit dem Abwasser, mit dem Gefälle, die ganzen Themen haben wir nicht. Ne? Wenn zum Beispiel in einem Stockwerk ist die Küche, ne, und auf der anderen Ebene ist dann vielleicht ein Bad. Und das ist alles auf einer Höhe angeordnet. Ne? Da spart ihr auch schon mal wirklich richtig an Kosten. Ne? Auch wieder eine Frage mit dem Architekten, Konzeption und Planung. Dachform, ganz wichtig auch. Ne? Also so ein Pultdach, sofern man es bauen darf, ne, wenn die örtliche Baugesetzgebung das erlaubt, ist natürlich genauso günstig, ähnlich günstig wie so ein Satteldach. Ne? Also Satteldach und Pultdach sind wirklich ganz einfache Dächer und sind günstig, auch von der Fläche, sind günstig zu erstellen. Kann man auch Geld sparen, viel Geld sparen, ne? Und dass die Spannweite auch nicht allzu groß ist. Und dann komme ich zu unserem Thema Elektrik. Ne? Also Smart Home mit KNX. Ich kann da natürlich schon von Anfang an Geld sparen, indem ich mir diese ganzen Taster und Schalter, die ich habe, erspare. Dass ich nur in einem Raum einen Taster habe, wenn überhaupt. Und zusammengefasste Sensorik, ne? Also Präsenzmelder in der Decke habe, ne? Oder auch Rauchmelder. Das gibt ja viele Dinge, die kennt ihr aus anderen Beiträgen von uns. Die sind natürlich in einem Raum. Umso mehr ich da zusammenfasse, integriert tue, ne? Initial habe ich natürlich ein bisschen höhere Kosten, als wenn ich jetzt nicht vernetzt baue, aber unter dem Strich habe ich jetzt zukunftsgerichtet gebaut und die Elektroinstallation, es lässt sich auch im Rahmen halten. Ne? So, das waren jetzt so die, sage ich mal, die großen Posten, die man einsparen kann. Und jetzt möchte ich noch was zu den Kosten sagen, die bei der Ausführung entscheidend sind. Ne? Man steht ja bei fast allen Bauteilen immer wieder vor der Entscheidung, nämlich jetzt die teuren Fenster oder die teure Verglasung, nämlich die günstige Verglasung. Das ist auch ein ganz großes Thema, haben wir so oft gehört. Oder soll ich jetzt den günstigen Bodenbelag nehmen oder soll ich den teuren Bodenbelag nehmen? Ne, das sind so die Sachen, wo auch sich die Kosten wieder extrem summieren. Leute, ihr müsst immer schauen, dass die Bausubstanz hochwertig bleibt, ne, dass die Qualität hochwertig bleibt. Und das ist einerseits die Gebäudehülle und andererseits sind es natürlich auch die Materialien. Ne? Also gerade der Boden, wenn ich jetzt so ein Eichenholzparkett verlege, wie auch immer, das kostet Geld. Ne? Und da müsst ihr aber auch schauen, wie lange ist das jetzt, wie lange hält sowas, ne? Wie hoch ist der Pflegeaufwand. Und ja, also ich würde nicht da sparen, wo die Qualität des Hauses wirklich sichtbar leidet. Ne? Wo jetzt jemand reinkommt und sagt, jetzt hat mein Laminat verlegt oder sowas. Ne? Würde ich jetzt im Neubau nicht so sehen. Ne? In der Vermietung vielleicht ja, aber jetzt in der Eigennutzung würde ich es nicht so sehen. Und man muss natürlich auch eins sagen, dass eine hochwertige Bauweise jetzt punktet deutlich mit dem besseren Raumklima. Man spürt das, ne? Man sitzt
Es ist zugfrei, man sitzt auf der Couch, man sitzt im Sessel. Es ist einfach angenehm. Die Wärme kommt unten von der Fußbodenheizung und es fühlt sich einfach super angenehm an. Ne? Das ist einfach toll. Dieses Raumklima ist idealerweise über 50 Jahre konstant. Ne? Fußbodenheizung, Wärmepumpe, was auch immer ihr dann als Energieträger habt, das läuft kontinuierlich durch. Ne? Und in der Regel ist da ganz wenig bis gar kein Wartungsaufwand zu erwarten. Wo man auch sparen kann, also das eine sind die Böden, dann denke ich mir auch bei den Fliesen. Ne? Da ist immer die Frage, muss ich jetzt die hippen Fliesen jetzt im Bad installieren oder komme ich vielleicht sogar ohne Fliesen aus? Ne? Also das müsst ihr euch überlegen, weil das kostet alles ziemlich viel Geld. Und ich sage mal so, bei der Verglasung und bei den Fenstern gibt es auch eine große Grundregel. Lieber wenige große Fenster, ne? Also raumhohe Verglasung an einer bestimmten Stelle, ne, wo ihr das haben wollt, als viele kleine Fenster in unterschiedlicher Größe. Ne? Also das grundsätzliche Regel, wenige, aber große Fenster, raumhohe Verglasung. Wird auch in 10 oder 20 Jahren noch wertsteigernd sein, ne? Weil ich kriege ja dann das natürliche Licht in die Räume. Über die kleinen Fenster oder solche kleinen Sehschlitze kriegt das nicht rein. Und dann müsst ihr euch überlegen, wie ihr jetzt die Decken oder Wandoberflächen macht. Ne? Lasst ihr sie vielleicht so ein bisschen in einem rohen Charakter, ne? Das hilft Kostensparen. Oder muss das jetzt alles mit Trockenbau und muss das alles mit Trockenbau versehen werden, muss das alles verputzt werden? Das sind so die Fragen, die müsst ihr euch stellen, weil wir kommen ja dann gerade bei den Kosten immer weiter hinten raus. Ich habe ja vorher schon mal gezeigt, 1.500 € bis 2.500 €, ne? Die Baukosten pro Quadratmeter. Wohnraum, ne, da müsst ihr gucken. Oh, das waren jetzt die ersten beiden Punkte, die Einsparungsmöglichkeiten, ohne dass wir an der Qualität was ändern. Ne, das war das. Jetzt sind wir dann eben bei der Ausführung gewesen, da geht es dann um die Materialien. Ne, beim ersten Bereich, da muss man sich halt in der Konzeption, Planung Gedanken machen. Ne. Und jetzt gibt es noch den dritten Bereich, das müsst ihr euch selber beantworten. Da geht es darum, was kann ich jetzt einsparen mit Eigenleistung, ne? Oder stufenweisen Ausbau. Dass ich jetzt sage, vielleicht der Keller ist mir noch nicht so wichtig, den baue ich später aus. Ne? 100 Quadratmeter Keller ist die Frage, ob der beim Einzug schon perfekt sein muss. Oder vielleicht das Dachgeschoss, ne? Was man vielleicht später vermietet, wie auch immer das gelagert ist. Ne? Das müsst ihr euch wirklich von Beginn an die Frage stellen. Am meisten könnt ihr sparen, und das ist für mich die Eigenleistung, ist die Hirneigenleistung. Ihr müsst permanent immer mit dabei sein, was passiert jetzt gerade am Bau. Ne, wenn ihr das an jemanden anderen abgebt, dann wird das kostenmäßig, oder es kann kostenmäßig aus dem Ruder laufen. Also wenn man jetzt da nicht jeden Tag weiß, wo steht der Bau jetzt gerade. Ne? Das kann ich nur jedem empfehlen. Dann werdet ihr deutlich an den Kosten sparen, weil man hat auch die Kostenkontrolle. Ne? Welches Gewerk läuft jetzt gerade? Ne? Wie weit sind wir jetzt gerade? Wann wird das Dach zugemacht? Ne? Wann ist das richtfest? Was läuft gerade jetzt wo ab? Ne? Da empfiehlt es sich wirklich, jeden Tag vor Ort am Bau zu sein und mit den Leuten Kontakt zu haben und mit den Leuten vor allem auch zu reden. Selbst wenn ihr einen Architekten habt. Ne? Also das ist meine Empfehlung an euch, immer dranbleiben. Eigenleistung am Bau, würde ich sagen, wer sich zutraut, wer unseren Channel kennt, das Thema Elektroinstallation, was mit KNX zu tun hat, mit IT zu tun hat, da kann man sicherlich eine ganze Menge Eigenleistungen bringen. Es gibt Leute, die verlegen die Fußbodenheizung selbst, die bringen Taster an, die bringen Sensorik an. Also die Bandbreite ist ganz groß, aber man sollte nicht sich da in diesem Bereich überschätzen. Unter Eigenleistung verstehe ich, dass ich wirklich konzeptionell, planerisch vor Ort möglichst oft sein kann und immer überwachen kann, was läuft denn gerade auf dem Bau. Und mich wirklich in der Tiefe beschäftige, wie wird das jetzt gerade ausgeführt. Ne? Viele von euch sind ziemlich tief im Thema drin, ne? Oder automatisch kommen die durch die Bauphase in dieses Thema rein. So, das war ein Beitrag zum Thema Baukosten, ne? Oder überhaupt, was kostet der Quadratmeter Wohnhaus. Ne? Das kann Einfamilien-, Mehrfamilienhaus sein, wie auch immer.
Da haben wir jetzt euch mal die Kosten gezeigt, von 1.500 bis 2.500 Euro. Sparen kann man an den Rohbaukosten, sparen kann man an den Ausbaukosten und man kann natürlich auch sparen, indem man Eigenleistung einbringt. Wenn das Ganze euch Spaß gemacht hat, dann freue ich mich auf einen Daumen. Wir freuen uns auf ein Abo und ihr könnt schon gespannt sein, im nächsten Beitrag geht es um das Thema das perfekte Licht im Haus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.